Da den dritten Tag eigentlich schon in Seefeld. Wie gefällt es dir da? Wie bist du da angekommen und ja, wie ist die Gemütslage schon im Hinblick auf Sonntag? Ja, also das ist natürlich sehr, sehr schön und ich glaube, es fühlt sich jeder sehr wohl. Die Stimmung ist wirklich super bei allen Spielern. Trainingsverhältnisse sind sehr gut, wir haben sehr gut gearbeitet, also jetzt kann es dann schon losgehen. Daniel, Nordmazedonien, einige deiner Kollegen oder viele haben schon gegen Nordmazedonien gespielt. Du kennst diese Mannschaft jetzt nur von Videos. Eine spezielle Vorbereitung für dich als Torhüter, Bandev, andere Offensivkräfte. Hast du dir dann schon etwas angeschaut, wie die in der Offensive speziell gegen den Torhüter spielen? Na, also der Stürmer versucht den Ball ins Tor zu schießen und die versuchen nicht reinzulassen. Also das ist gegen jeden das gleiche Prinzip. Also ich glaube, wir haben uns Videos angeschaut, wie die pressen und so weiter. Aber grundlegend, wie gesagt, ist einfach mein Ziel, den Ball nicht ins Tor zu lassen und es ist im Prinzip egal, wer das ist. Daniel, beim ersten Training in Seefeld bist du auf den Platz gegangen als Erster und hast dein Handy gezückt gehabt. Du bist mit einem breiten Grinsen rauf. Was ist denn das? Erklär das ein bisschen, das Gefühl, auch wenn man da rauf geht. Und war das so wirklich der Startschuss, auch, dass man da wirklich in diesem ganzen Euro-Fieber quasi reinkommen ist? Ja, sicher auch, aber mir hat einfach die Skisprungschanzen im Hintergrund sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Es hat echt cool ausgeschaut, finde ich, mit dem Hintergrund. Aber natürlich war dann, was das so ein bisschen, wo man ein bisschen realisiert, dass wir jetzt in der letzten Phase angekommen sind und in ein paar Tagen geht's dann los. Und wie gesagt, wir haben sehr gut gearbeitet und die Vorfreude ist jetzt schon riesengroß. Du hast gesagt, ihr habt euch angeschaut, wie die Mazedonier pressen. Wie erwartest du oder wie erwartet ihr sie gegen den Ball und dann auch mit dem Ball? Ja, das kommt darauf an. Es kann natürlich sein, dass es sehr ähnlich sein wird wie am Sonntag gegen die Slowakei, dass die sehr kompakt hinten stehen, aber natürlich auch bei Abstößen von uns gibt es natürlich auch die Möglichkeit für sie, dass sie uns zustellen und wir sind auf jeden Fall auf alles vorbereitet und werden da sicher gute Lösungen finden. Du hast mit Robert Almer jemanden beim ÖFB, der vor 5 Jahren selbst noch im Tor der österreichischen Mannschaft gestanden ist. Hast du dich mit ihm schon konkret unterhalten, wie er das damals erlebt hat und konnte er schon was von seinem Erfahrungsschatz von einer Endrunde an dich weitergeben? Ja, es hilft natürlich, dass der Torwarttrainer, wie du gesagt hast, bei der letzten Europameisterschaft gespielt hat, aber grundlegend, glaube ich, bereitet sich jeder Spieler selbst darauf vor und ja, ich habe da auch meine eigenen Methoden. Ich meine, ich bin da jetzt nicht wirklich ein abergläubischer Typ, der immer das Gleiche machen muss. Ich gehe einfach in jedes Spiel fokussiert rein und wie gesagt, mit den Drucksituationen, das habe ich vor ein paar Tagen schon gesagt, das ist als Sportler, ich glaube nicht nur als Fußballer, einfach als Sportler, das Geilste, was es gibt. Und da ist die Vorfreude von jedem Einzelnen bei uns schon riesengroß jetzt. Servus Daniel, du zählst immer Marco wahrscheinlich zum größten Gewinner dieser zwei Testspiele und dieser Vorbereitung. Du hast immer gesagt, du gehst sehr locker rein eigentlich in die Partien und bist nie nervös. Ist es jetzt dennoch was anderes? Spürst du jetzt dennoch eine andere Anspannung, weil jetzt bist du der Einser-Goalie, jetzt ist die Euro, das ganze Land schaut dann zu, dass es eine andere Verantwortung ist, ein anderer Druck. Bislang war der ganze Fokus der Dreikampf, wer überhaupt spielt. Ja, ich meine, eine gewisse Anspannung hat man vor jedem Spiel. Das habe ich vor dem Vorbereitungsspiel, in der Vorbereitung im Verein, genauso wie jetzt am Sonntag sicher eine Anspannung da sein wird. Aber wie gesagt, davor lebt man als Sportler, um in solchen Situationen zu spielen. Und ja, also ich glaube nicht, dass der Druck jetzt größer ist, weil ich jetzt Nummer 1 bin. Ich glaube eher im Gegenteil, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach weil man da jetzt ein bisschen eine Sicherheit noch zusätzlich hat zu dem Selbstvertrauen, das ich in den letzten Monaten schon aufgebaut habe. Und also über das mache ich mir da keine Gedanken. Vielleicht ist es mir nur so vorgekommen, es hat teilweise gewirkt, aber mit dem Ball am Fuß, wenn er die Abschläge waren oder sowas, dann hat das nicht immer funktioniert. Lag das an dir, lag das an den Spielern? Was ist denn da die Vorgabe vom Teamchef? Immer herausspielen, wann nimmst du den langen Ball, wann nicht? Ja, ich bin ein Torwart, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dass es zum Spielen geht, dann weg mit dem Ball, weil wenn der Ball weit vom Tor weg ist, kann er nicht ins Tor gehen. Also da bin ich mir nicht zu schade, den Ball ab und zu mal wegzuschießen, auch wenn es vielleicht nicht von außen hin nicht ganz gut ausschaut. Aber wie gesagt, wenn der Ball weg ist von unserem Tor, kann nichts passieren. Und wie gesagt, wenn es geht zum Spielen, versuche ich zum Spielen. Ich glaube, wir haben auch öfters, auch in England, ganz gut hinten rausgespielt, auch gegen die Slowakei sehr oft gut hinten rausgespielt von Abstößen mit 1, 2 Kontakten. Also das, wie gesagt, ich bin mir da nicht so schade, den Ball einmal wegzuschießen, auch wenn es von außen hin eventuell
für Zuschauer oder auch für euch Journalisten nicht so überragend ausschaut. Aber wie gesagt, bei uns geht es darum, oder bei mir vor allem, dass der Ball nicht ins Tor geht. Und wenn ich das machen muss, dann mache ich das auch. Darf ich noch nachfragen, aber ist die Vorgabe, wenn immer es irgendwie geht, ruhig rauszuspielen, oder ist es auch eigentlich manchmal dann der Plan, auch mal den langen Ball zu suchen? Das kommt darauf an, wie der Gegner presst, wie der Gegner sich aufstellt. Wie gesagt, wenn es möglich ist, wollen wir natürlich Fußball spielen. Aber wenn da zu viel Risiko involviert ist oder wenn ich das Gefühl habe, weil ich bin nicht derjenige, der von hinten alles sieht, und wenn ich einfach das Gefühl habe, dass es gerade nicht geht, da perfekt von hinten rauszuspielen, dann spiele ich ja problemlos einmal den langen Ball. Daniel, wie war das jetzt eigentlich am freien Tag? Wir haben geredet dann nach dem Spiel, wie wichtig das ist, einmal durchzuatmen und den Kopf frei zu kriegen. Wie war das jetzt für dich? Du warst bei der Familie, hast angekündigt, jetzt auch bei dir in Österreich. Sag einmal, war das sehr wichtiger? Ja, es war ganz gut, weil ich doch ein bisschen abschalten habe können, also nicht an Fußball denken, jetzt einmal einen Tag lang. Und weil ich doch auch meine Familie nicht, also meine Eltern und auch meine Großeltern nicht viel gesehen habe in den letzten 2 Jahren aufgrund der Pandemie. Und da war es schon schön, ein bisschen Zeit mit denen zu verbringen und wie gesagt, einmal ein bisschen abschalten und dann wieder mit voller Energie da zum Team zu reisen. Wir haben ja letztens kurz drüber schon geredet, auch deine Familie, also jetzt auch deine, in England meine ich jetzt, du hast ja im weitesten Abstand eigentlich. Wie läuft das jetzt genau eigentlich? Wie haltest du Kontakt zu denen jetzt auch während dieser Zeit und wie darf man sich vorstellen an einem Tag? Weil die werden die ja wahrscheinlich sehr vermissen, vor allem jetzt, wenn man an die Kinder denkt. Ja, wir mit FaceTime natürlich, so oft es geht, also sicher 5-6 Mal pro Tag. Also das ist das Einzige, was ich da im Moment machen kann. Aber wie gesagt, jetzt wenn die Spiele beginnen, da geht alles Schlag auf Schlag, da hat man dann wirklich Zeit drüber nachzudenken. Und klar vermisst man die Familie, ich glaube, das geht jedem Einzelnen so. Das wäre komisch, wenn es nicht so wäre, aber die Vorfreude und natürlich der Stolz, bei so einem Ereignis dabei zu sein, überwiegt natürlich sehr. Und gibt es dann auch die zusätzliche Kraft noch? Einfach, wenn man die einfach so oft dann auch zumindest so irgendwie sieht. Natürlich, also wenn wir die Kinder in der Früh anrufen und Daddy, what are you doing und where are you und das Ganze. Und da muss ich Herz sagen, wo ich bin und das Hotelzimmer und die Berge, weil für die ist das auch nicht so üblich, die Berge zu sehen. Und klar, das gibt dann schon ein bisschen Motivation für den Tag und macht die schon happy. Und die Skisprungschanzen. Die Skisprungschanzen, genau. Eine Frage noch, dein ältestes Kind wird ja schon verstehen, glaube ich, jetzt, dass du für Österreich spielst. Wie hast du erklärt, es ist in England geboren, deine Frau ist Engländerin, dass du für eine andere Nation spielst und zu wem hält denn die Familie dann eigentlich? Geht England vor oder sind jetzt alle Österreicher? Nein, also da ist jetzt alles Österreich. Ich meine, klar, sie werden natürlich England auch verfolgen, das ist ganz klar. Mein Schwiegervater ja ein Fußballer war in England, das heißt, er wird auch sicher die englische Nationalmannschaft verfolgen. Aber grundlegend soll es dazu kommen, dass wir gegen England spielen, werden alle für Österreich sein. Daniel, was sind eigentlich so deine Kindheitserinnerungen oder sagen wir Jugendfußballererinnerungen, die du so an einer Europameisterschaft hast? Gibt es da irgendein Tormann oder irgendein Turnier, das da speziell in Erinnerung ist? Ja, natürlich die EM in Österreich. Da war ich, glaube ich, 13 oder kurz vor meinem 14. Geburtstag. Also da war ich gerade so ein junger Teenager und eben auch schon logischerweise voll im Fußball drinnen. Und das ist natürlich die am meisten in Erinnerung ist. Und dann natürlich auch 2004, wo Griechenland Europameister geworden ist, was sehr unerwartet war. Und das ist natürlich jetzt das Vorbild für uns, weil wir sind sicher in manchen Ländern so das Dark Horse, so ein bisschen. Man weiß nicht genau, wie weit wir kommen können und doch haben uns einige am Radar, dass wir eventuell doch was Großes schaffen können und das ist natürlich auch unser Ziel, dass wir sicher einige überraschen können. Wenn du nur nochmal 2008 erwähnt hast, kannst du dich noch erinnern, wie du das mitverfolgt hast? Bist du da in einer Fanzone gewesen? Oder? Nein, das nicht. Ich habe mir alle Spiele von zu Hause angeschaut. Aber ja, war natürlich schade, wie es im Endeffekt gelaufen ist, aber das ist, zu einer Europameisterschaft zu fahren, ist, wie gesagt, schon ein Traum allein, aber dass das natürlich noch in Österreich war, das muss für die Spieler überragend gewesen sein. Also das kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben, wenn man da Spieler ist, was das für ein Gefühl ist, bei einer Europameisterschaft für Österreich in Österreich zu spielen. Hello, how's it going? Hi, you alright? Good to see you. And you?
Yeah, just a couple of questions, if possible. I mean, Yeah, go on. you know, you're sat there as the Austrian number one, you're the Watford number one. Just describe your emotions of this transformation that there's been over the last not even 12 months. Yeah, obviously it's nice, obviously I've kind of realised it now, that, I don't really think about it too much anymore now, but yeah, of course, like if I said a few times in the last couple of weeks, if you think back not even 12 months, if you think back 6 months ago, to the beginning of January, I didn't play, and obviously, there was situations where I, of course, wasn't happy, and but I stuck with it, and obviously I got my chance, and I took it, and I'm glad I could help the team get back to the Premier League, and now obviously I want to help the team, do as well as we can at the Euros. How much do you think your game has come on, and your confidence has come on just simply by playing consistently, coming into this camp? Yeah, definitely. Obviously, my confidence since I've been to Scotland was obviously quite high, because I had a good season there. But then, the following season wasn't how I expected it to be, or wanted it to be, really. Which wasn't difficult, like I said, mentally, but it's probably made me stronger, and certainly learned a lot of things off the pitch, and like I said, mentally, and yeah, it would have been easy to just kind of not give up, but just throw the towel in and just kind of think, oh, fuck this, in a way. And but I didn't, I tried to train every week as if I was playing, even when I wasn't even on the bench at some point the season we got relegated, and yeah, I mean it paid off in the end, and I'm glad it worked out the way it did, and certainly obviously playing I don't know, 26 games or whatever it was in 4 months, you're in a good rhythm and obviously doing well. We've kept a lot of clean sheets, we got promoted, so the confidence is obviously high, and with my first 2 games for Austria as well, where making a debut for a country is never easy. Never mind making it in England, it could have gone either way, and obviously that gave me more confidence, and then the game on Sunday again. So yeah, I'm really looking forward to the first group game now. And was it good in a way, now the fact that, I mean, I would imagine that you will be the number one for Watford next season, to sort of test yourself against the likes of Harry Kane and the players that you're going to be coming up against wherever Harry Kane is going to be next season. That must have been a nice thing to just sort of get under your belt as well. Yeah, certainly. Obviously, the England game was, I actually thought about that after the game a little bit. That was, quite a good test for next season as well, because that was probably a best of Premier League 11, if you want to put it that way. And I've certainly stood up to the test, and yeah, I'm obviously looking forward to playing in the Premier League. But right now I'm just kind of thinking about the Euros, and then then afterwards, that's when it comes back to the Premier League. And just one final quick one. I heard you mention that my German isn't fantastic. Pretty much non-existent, but you were sort of saying, like, almost about the messages that you're getting from your family, and also I guess from Watford teammates and things like that. Yeah, of course I've had over the last 10 days or so, I've had a lot of messages, obviously after making my debut, and everyone's happy for me, like you said, at Watford as well, because they obviously know where I've been is probably a bit the wrong way to put it, but they know how hard I've worked to get my chance, and then obviously I took my chance, and so they know how hard I've worked, and how hard it was mentally for me as well to get to this point now, and so yeah, I'm happy that that I get the appreciation that I kind of feel like I deserve a little bit now. Obviously over the last 2 years, like I said, it was difficult because people didn't really know me very well, and then obviously I had the game against Tranmere at Watford, where I made a mistake, and obviously that didn't help with the Watford support at the time. I mean, that's 2 years ago now, so that's gone. But at the time, it certainly didn't help. So there was a bit of skepticism, going into that part when obviously I took over from Ben, and I couldn't have started a better way really, with 2 clean sheets and 3 wins in a row, and I think it was 7 clean sheets in the first 8 games or something like this. So yeah, I'm glad I could obviously help the team, and it makes me happy to feel that players are happy for me, the staff's happy for me at Watford, and obviously my family in Austria and in England. It's a nice feeling. And has the Oxford penalty shootout
come up in conversation to like amongst your other goalkeepers to say, look, I've got form. I'm actually shit hot at penalties, so to get out of my way? Well, not really, to be honest with you. You know, that was obviously a nice game for me. You know, but having said that, you know, the penalties is the ones that got the headlines really, because you know it's not very usual to save 3 penalties in a row and win the penalty shootout 3-0. But I felt like I had a really good game, and you know, we might not even have got to the penalty shootout if it wasn't for you know a few of the saves I made in the game. So that kind of went under the radar a little bit, which was a bit annoying. Because you know penalties, of course, it's nice, but you know there's a lot of luck with it as well. I'm not going to lie, you know it's not just skill. But yeah, you know that's certainly a game you know I'll remember forever, because like I said, it's not very usual to save 3 penalties in a row. Jetzt noch am Ende, Daniel, hast du eigentlich eine Mitspracherecht mit der Rückennummer, die du hast jetzt im Nationalteam? Ist das einfach dann überblieben, unter Anführungszeichen? Ist da die 26 heilig, weil das wäre theoretisch möglich gewesen? Und bist du ein Tormann, der quasi die 1 ablehnt? Da gibt es ja einige, die das gern machen und gern mit einer höheren Nummer spielen. Ich meine, im Endeffekt ist die Rückennummer komplett egal, wo du bei einem Tormann, bei einem Feldspieler, es zählt das, was vorne drauf ist, und das ist auch das, was dann bei der Euro wichtig sein wird. Also ich denke jetzt gar nicht drüber nach über die Rückennummer, muss ich ehrlich sein. Klar, mit der 26 habe ich bei Kilmarnock gute Leistungen gebracht und hat mir Glück gebracht, auch bei Watford jetzt. Aber im Endeffekt ist mir die Rückennummer eigentlich komplett egal. Hi, another one in English, if that's possible, Hello. please. Daniel, hello. Hi. Just wanted you to talk in English generally about Austria's chances at the Euros. You've never got out of a group, but you seem to have a talented squad that's kind of got a few stars in it from the Bundesliga, etc. Do you think this is the year finally for Austria to make progress in a big tournament? Yeah, certainly. I mean, I think we've never won a game at European Championships, if that's right. Is that right? Yeah. So obviously that's the first step, you know, to overcome that on Sunday, you know, to win that game. You know, we want to go obviously on Sunday and win that game, and you know, I wouldn't say put a statement out, but just you know, show people that we're here now, and you know, we're ready for the big time basically. That's what we obviously try to do on Sunday, and then you know after that, you know, we'll just have to look from game to game, and of course, you know, the first target is to get out of the group, and then you know if you hit form at the right time, you know, you never know how far you can go. I mean, it's happened before that probably you know teams with less quality than we have won the European Championship, so. You know, you can't rule anything out, and you know, I mean, as a player, you know, I'm going there and want to win the European Championship, of course. You know, otherwise I wouldn't have to go there. You know, that's what I want to do, and I'm sure you know the 25 other boys here will tell you the exact same. You know, we want to win the European Championship at the end of the day, like every other team that goes there. But yeah, like I said, the first step will be win on Sunday, go out, make it out of the group, and then, like I said, take it game by game and see how far we can go. Did the performance against England show what you can do? Obviously, there are a lot of the players who played in the Champions League final and Europa League final weren't on the pitch, but the fact that you know you hit the bar, you had some kind of good chances in the game, does that show that you know you can compete with the better teams at these Euros? Yeah, certainly. I think against England was definitely a positive performance from the whole team, and like you said, we created a lot of chances. I think a couple of the chances were not just chances. I think we had to score them. You know, it was really big misses, and you know, similar again on Sunday when we drew 0-0. You know, we created a lot of chances. You know, we could have scored 4 or 5 goals comfortably, I would have thought. You know, with the chances we created, and so yeah, that's one of the things. Obviously, we have to take on Sunday. You know, we have to take our chances, because we'll create them again. So we just need to make sure we take them and be ruthless in front of goal, and. If we can sort that out, then, like I said, we can certainly be very successful. Ich hätte noch mal vielleicht eine übergreifende Frage. Wie weit werden denn aus Ihrer Sicht die Torhüter dieses Turnier prägen? Da gab es auch in Deutschland jetzt noch mal Diskussionen, auch mit Manuel Neuer. Es gibt einen Spruch von Sepp Maier, der Torwartlegende, der sagt, in den großen Spielen ist es bis zu 50%, die der Torhüter ausmacht. Manuel Neuer hat so eine ähnliche Meinung vertreten. Was sagen Sie? Ja, klar, ich meine, der Tormann ist der die Bälle stoppt, ins Tor zu gehen. Also das ist natürlich, wir spielen natürlich eine Riesenrolle.
natürlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich lieber die Feldspieler den Job machen lassen, die Tore schießen, einen ruhigen Nachmittag oder ruhigen Abend genießen. Aber wie gesagt, ich bin dazu da, die Null zu halten. Und wie gesagt, gegen England ist es mir leider nicht genug. Gegen die Slowakei hat es geklappt. Und wie gesagt, das ist das, worüber ich nachdenke. Ich denke jetzt gar nicht darüber nach, wie viel Prozent ich da Anteil daran habe, dass wir Spiele gewinnen. Wir sind eine Fußballmannschaft, wir sind ein Team und im Endeffekt geht es einfach darum, dass wir den Sieg zusammenholen.